So, ich habe jetzt mal, ja, ich sag mal, das erste größere, aufwendige Teil rausgeschnitten. Das ist auch wieder 3 Millimeter Aluminium. Ähm, Ist halt natürlich jetzt überall noch ziemlich viel Grat dran. Da muss ich mal drüber schleifen. Ähm, ja, aber an sich, denke ich, kann sich sehen lassen. Ich denke, ich werde auch nie wieder sowas rausschneiden mit so viel einzelnen Konturen, weil es ewig dauert. Und ja, beim Schneiden selber, also ich habe das geschnitten mit diesem P60 Brenner eben und 1,2 Millimeter Düsen. Ich habe auch schon rumgespielt mit den Düsen. Mit einer 0,9 Millimeter Düse habe ich es auch schon probiert, aber da wird es nichts. Ich weiß auch nicht warum. Entweder, dass ich einen falschen Druck eingestellt habe oder was. Also das war jetzt eben mit der 1,2 Millimeter Düse. Ja, und eben genauso geschnitten wie das hier. Das hier waren jetzt die Versuche mit der mit der 0,9 Millimeter Düse. Da hat er teilweise beim Schneiden ist er gar nicht durchs Material durchkommen. Also der ist hier gefahren, der Brenner. Und hier ist er dann mal irgendwann durch gewesen und hat ja eigentlich sauber geschnitten. Aber irgendwie da auch bloß oben so rein gebratzelt. Vielleicht hat auch die Höhe da nicht gescheit passt, ich weiß es nicht. Also ich werde noch mit der 0,9er Düse weiter rumprobieren. Mit der 1,2er Düse geht es ja recht akzeptabel. Aber das muss ja mit der auch irgendwie gehen. Ja, so viel zum jetzigen Stand. Beim Schneiden von dem Teil hier, da hatte ich auch, also keine Abstürze, aber bei harten Turns, sage ich mal, also wie beispielsweise hier, da wenn der Brenner hier fährt und hier wieder zurückkommt, dann ist es mir oft passiert, dass an der Spitze, quasi von der Kontur, der Lichtbogen abgerissen ist. Und dann hat die Software gesagt, Limit Switch Error. Also ich denke, da hat dann durchs Abreißen vom Lichtbogen irgendwie HF einkoppelt. Das war jetzt nicht so das Problem. Ich bin halt dann einfach im Programm quasi, habe den Punkt markiert, habe gesagt, ab hier weiterschneiden. Dann hat er auch ab da wieder weitergeschnitten. Aber es war nervig, also es war bestimmt 20 Mal oder 30 Mal. Ich weiß auch nicht wirklich, an was das liegt. Entweder, dass die Beschleunigung oder die Sicherheitsgeschwindigkeit zu hoch ist, aber ja, oft bei harten, spitzen Kurven reißt der Lichtbogen. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir von euch irgendwie jemand einen Tipp geben, an was das liegen könnte.